Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Gyros-Spätzleblech mit Hähnchen, Paprika, Pilzen und Zwiebeln. Dafür marinieren wir zunächst das Fleisch. Als erstes 600 Gramm Hähnchenfleisch in Streifen schneiden. Hier könnt ihr Keulenfleisch oder auch Hähnchenbrust verwenden. Alternativ geht das aber auch wunderbar mit Schweinenacken. Dazu noch eine große Zwiebel in Streifen schneiden, 250 Gramm braune Champignons in Scheiben schneiden und zum Schluss noch 1 bis 2 Paprikaschoten entkernen und ebenfalls in Streifen oder Stücke schneiden. Fleisch und Gemüse jetzt in eine große Rührschüssel geben, 3 Teelöffel Oregano, 2 Teelöffel Thymian, je 1 Teelöffel Rosmarin, gemahlenen Koriander, Kumin, Knoblauchpulver, süßes Paprikapulver und scharfes Paprikapulver dazugeben. Dann noch eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer und zum Schluss kommt noch Öl dazu, ca. 50 bis 75 Milliliter, Raps, Sonnenblumen oder auch Olivenöl könnt ihr hier verwenden. Danach alle Zutaten gut miteinander vermengen, alles einmal gut umrühren, bis sich Gewürze und Öl gleichmäßig verteilt haben. Anschließend geben wir das marinierte Hähnchenfleisch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, ein wenig auf dem Blech verteilen und so kommt das Gyros in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 bis 12 Minuten. Das Blech danach einmal aus dem Ofen holen. Jetzt kommen 500 Gramm Spätzle aus dem Kühlregal dazu. Die Spätzle einmal kurz mit dem Fleisch vermengen und zum Schluss kommt dann noch ca. 200 Gramm geriebener Käse oben drüber. So geht das Backblech anschließend wieder zurück in den Backofen für weitere 10 bis 12 Minuten, so lange bis der Käse geschmolzen ist. Das fertige Gyros Spätzleblech danach aus dem Ofen holen, jetzt noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Dazu passt ein knackiger Salat und auf jeden Fall Tzatziki. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.